Hallo zu einer Folge Reptil TV Technik. Mein Thema heute seht ihr hier vor mir liegen, die Schlangenhaken. Mittlerweile gibt es ja wirklich schöne, tolle Haken in allen Größen für jede Art von Schlange, für den Urlaub, fürs Terrarienzimmer. Meiner Meinung nach, ein Schlangenhaken ist absolute Grundausstattung für einen Terrarianer. Das hat auch damit zu tun, dass die Tiere ja zum einen nicht immer unbedingt angefasst werden wollen mit den Händen, beziehungsweise auch, weil es bei den meisten Schlangen ganz gut ist, wenn ich sie mit dem Haken erst mal kurz antippe, zum denen sagen, hier, ich bin hier ein bisschen am Hantieren, ich bin kein Futter oder irgend sowas, dann tippt man die manchmal an mit dem Haken und dann kann man sie auch mit den Händen hantieren, wenn man will. Das will ich euch hier zeigen. Da will ich euch die verschiedenen, wie man sie anwendet, zeigen. Schon mal kurz vorweg, es gibt ja diese ausziehbaren, je nachdem für was ich sie brauche, für den Urlaub zum Beispiel, ist natürlich schön, wenn ich so ausziehbare Haken dabei habe. Wenn ich einen Haken habe, den ich nur in meinem Schlangenraum verwende, dann muss ich nicht unbedingt einen ausziehbaren nehmen, weil der steht ja dann immer parat. Da sind hier die mittleren oder großen ganz praktisch und stabil, ne? Weil das Ausziehbare macht sie natürlich auch irgendwie ein bisschen empfindlicher oder unstabiler. Dann habe ich hier diesen Field Hook, den zeige ich euch nachher auch noch, wie man so einen Field Hook anwendet oder zu was der gut ist. Und dann gibt es natürlich auch noch so richtig dicke Prügel hier, der ist fast so groß wie ich. Für die richtig dicken Teile kann man so einen verwenden. Dazu hole ich jetzt mal ein Tierchen her und dann kann ich euch zeigen, wie es funktioniert. Wie schon gesagt, es gibt jede Menge Auswahl jetzt an Haken mittlerweile. Also diese ausziehbaren sind eigentlich eine schicke Sache, aber natürlich nicht so wahnsinnig stabil. Wobei man meistens auch nicht das Riesenteil, was ich euch gerade gezeigt habe, so was Großes braucht man im seltensten Fall eigentlich auch, ne? Also von dem her sind die ausziehbaren, hier das Ganze noch in etwas größer, erfüllen die meistens ihren Zweck. Ich habe jetzt hier mal ich habe extra mal einen Netzpython genommen, weil die nicht die brävsten sind in der Regel oder öfters mal nicht die brävsten sind, zum euch zeigen, wie man verwendet. Zum einen noch vorneweg diesen Field Hook, der sieht ja ein bisschen anders aus. Diese komische Form erklärt sich damit, dass ich den eigentlich hauptsächlich, also wie der Name Field Hook schon sagt, irgendwo draußen im Feld verwende. Die Hauptfunktion von dem ist, irgendwelche Gegenstände umzudrehen. Ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwo nach Schlangen suche, ich will Steiner oder Holzpflöcke umdrehen, dann komme ich hier gut mit runter. Ne? Kann hier umdrehen, gucken, aha, ist was drunter, jawohl, ich habe eine Schlange da drunter. Was mit so einem Haken schon ein bisschen schwieriger ist. Ne? Also deswegen hat man extra so diese flache Form gemacht. Da kann man, der ist stabil, das seht ihr, ne? Das ist richtig stabiles Teil. Da kann ich richtig große Felsbrocken damit umdrehen, um schauen, ob ich in der Natur eine Schlange finde. Ich kann ihn auch nehmen zum Schlangenhantieren, geht er schon auch. Aber da sind natürlich diese typischen Schlangenhaken ein bisschen besser geeignet. Ich habe gerade vorher gesagt, oft nimmt man den Haken nur, um das Tier ein bisschen anzustupfen. Da sehe ich die Reaktion von dem Tier, ne? Wenn ich den jetzt hier ein bisschen am Kopf berühre und ich merke, okay, der geht ein bisschen weg, ist alles gut, dann weiß ich, das Tier ist jetzt nicht sonderlich aggressiv. Dann kann ich selbst mit so einem kleinen Haken, erfüllt er seinen Zweck. Ich kann ihn vorne ein bisschen weghalten, kann das Tier hinten angreifen und kann das Tier so halten. Selbst mit so einem kleinen Pocket Hook kann ich hier so einen Netzpython, der über 1 Meter hat, gut hantieren. Ja? Brauche ich nicht einmal so einen großen. Standardmäßig würde ich jetzt sagen, würde ich mindestens die Größe, beziehungsweise ich denke eher so einen Golfschläger nehmen für so ein Tier. Man nimmt ihn an einem Körperteil. Und wirklich ein recht wichtiger Punkt ist, also wir sind hier nicht beim Angeln, wir wollen hier nicht den Netzpython irgendwie rausangeln, sondern versucht wirklich, meine Netzpython ist jetzt ein recht schlankes Tier, dem macht es vielleicht nicht gar so viel aus wie jetzt irgendeiner dicken Boa oder sowas, aber versucht immer das Tier irgendwie mit 2 Händen zu halten. Ne? Also man nimmt den Haken oder man nimmt das Tier vorne am Kopf und hält den Körper hinten mit der Hand oder auch ein Königspython. Denkt euch den dicken Körper vom Königspython, den kann ich vorne mit dem Haken nehmen, hinten mit der Hand. Eine Boa oder auch bei Giftschlangen eine
trägere Tiere wie jetzt Klapperschlangen kann man vorne nehmen, wobei ich hätte es gar nicht sagen sollen, eigentlich sind das Sachen, die sollte man gar nicht hantieren. Ich sage es jetzt, es hat einfach nur gepasst zu dicken Schlangen. Also vorne halten oder vorne mit dem Haken nehmen, den Körper mit der Hand halten. So ist eigentlich der richtige Umgang mit dem Schlangenhaken. Und dann ist das wirklich ein Instrument, was in der Terroristik, was ich sagen würde, was jeder Terrarianer braucht und jeder haben sollte und auch jeder damit umgehen sollte.